Yo, mein Name ist Proskin, willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch erklären, wie man den Mikrofonständer-Problem beheben kann. Wie ihr seht, haftet das nicht mehr und fällt die ganze Zeit runter. An dem zweiten Beispiel seht ihr ja, wie das normalerweise aussehen würde. Jetzt nochmal zur Wiederholung. Es fällt einfach runter, hat keine Haftung. So. Jetzt klappen wir die Ohrmuscheln nach außen, ziehen die Polsterung ab, da das ja mit Magnet verbunden ist. Dann benutze ich einen Föhn, um den Kleber wieder aufzuwärmen. Dann ist es viel einfacher, es abzumachen und wieder dran zu machen, ohne dass irgendwelche Beschädigungen entstehen. Jetzt ganz vorsichtig an der Kante das Polster abmachen. Wie ihr seht, klappt das bei mir ganz gut, ohne Probleme, ohne irgendwas zu zerreißen, da ich ja davor mit dem Föhn gearbeitet habe. Ihr braucht nicht das ganze Polster abzumachen, ihr müsst es nur oben und unten etwas abreißen oder besser gesagt abziehen. Dann findet ihr dort 4 Öffnungen. Das ist der Schraubenzieher, den ich dann benutzt habe, da der andere zu dick war. Ihr müsst gucken, dass ihr halt ein bisschen länger Schraubenzieher habt und ein dünnes, so wie meins zum Beispiel. Dann ganz normal in jeder Öffnung, insgesamt 4, die Schrauben rausdrehen. Wieder ganz vorsichtig öffnen, oder besser gesagt abziehen. Da es bei mir wieder hart war, habe ich das mit dem Föhn wieder weich gemacht, den Kleber. Jetzt ging es auch wieder ohne Probleme ab. Wie gesagt, ihr braucht das nicht ganz abzumachen, sondern halt nur ein Stück. Bis dahin, wo ihr an die Schrauben dran kommt. Ganz vorsichtig abziehen und oben drehen. Bedenkt dabei, dass es mit einem sehr dünnen Kabel verbunden ist. Der kann natürlich sehr leicht reißen. Deswegen immer sehr vorsichtig an die Sache rangehen. Und schon seht ihr, da wo ich mit dem Finger hin zeige, das ist die Stelle, wo das Mikrofonarm sich halt dreht. So. Hier benutzen wir einen Kreuzschraubenzieher und oben halten wir halt den Mikrofonarm mit dem Headset zusammen fest und drehen ganz feste wieder zu. Natürlich dabei auch aufpassen, nicht übertreiben. Bei mir war das wahrscheinlich, wenn es hochkommt, eine halbe Umdrehung, vielleicht 3/4 Umdrehung. Jetzt testen wir das Ganze. Und siehe da, es hat was gebracht. Und der Mikrofonarm funktioniert wieder ohne Probleme. Da es aber für mich noch zu locker war, werde ich das gleich noch ein bisschen fester zudrehen. Und jetzt ist es so, wie ich das haben wollte. Schön fest, man kann es wieder normal benutzen. Man kann sich jetzt auch wieder muten. Jetzt natürlich wieder die Schrauben reinschrauben. Als erstes die Schrauben reindrehen und dann zum Schluss alle 4 nachziehen.
Jetzt werde ich wieder den Föhn benutzen, um den Kleber wieder aufzuwärmen und alles wieder schön verdichten und schön verkleben. Dann noch am Rand wieder draufdrücken, dass der Kleber sich wieder gut fixiert. Schön am Rand entlang. So, das war's. Wir haben es geschafft. Das Headset ist wieder einsatzbereit. Kann wieder ohne Probleme benutzt werden. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn was ist, schreibt einfach in die Kommentare. Bis dahin, euer Ruski.